Paradiesische Strände, türkisblaues Wasser und abwechslungsreiche Natur. Griechenland hat wirklich viel zu bieten. Und aufgrund seiner angenehmen Temperaturen in den Wintermonaten ist vor allem der Süden Griechenlands auch ein hervorragendes Ziel für Reisen mit dem Wohnmobil. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und auch wenn wir jetzt gerade in Frankreich auf dem Weg nach Spanien sind, waren wir im Frühjahr von Januar bis Mai mit unserem Campervan in Griechenland unterwegs. Genauer gesagt auf der Peloponnes-Halbinsel ganz im Süden von Griechenland. Und heute wollen wir euch 10 unserer Highlights von dort zeigen. Wir finden nämlich, dass die Peloponnes eines der abwechslungsreichsten und tollsten Reiseziele in Europa ist. Unsere Highlights sind über die gesamte Peloponnes verteilt, von der Westküste mit ihren traumhaften Sandstränden und paradiesischen Buchten, über den wilden Süden mit seinen schroffen Felsen und kleinen Fischerdörfern, bis hin zum Landesinneren mit seinen schneebedeckten Gipfeln und kulturellen Highlights der Antike. Und da es viel zu sehen gibt, legen wir jetzt direkt los. Einer der schönsten und spektakulärsten Strände der Halbinsel und vielleicht sogar ganz Griechenlands ist ohne Frage der Voidokilia Beach im Südwesten der Peloponnes. Die Bucht, die aufgrund ihrer Omega-Form den Spitznamen Ochsenbauchbucht trägt, besticht durch ihr türkisblaues Wasser, ihre kreisrunde Gestalt und hat nur eine schmale Öffnung zum Mittelmeer. Das sanft abfallende Ufer und der feine Sandstrand machen die Ochsenbauchbucht zu einem hervorragenden Ziel für Badegäste. Doch die Bucht hat so viel mehr zu bieten, als nur ein wunderschöner Badestrand zu sein. Der Voidokilia-Strand ist eingebettet in eine weitläufige Lagune, die für ihren Vogelreichtum berühmt ist. Flamingos lassen sich hier ebenso beobachten wie seltene Zugvögel. An beiden Seiten der Ochsenbauchbucht verbreitert sich die Landzunge und geht über in eine beeindruckende Dünenlandschaft mit vielen kleinen Hügeln und Gräserbewuchs, an dessen südlichem Ende sich Felsen auftürmen. Weit oberhalb der Bucht thront auf einem Hügel die sehenswerte Ruine der Palaiokastro-Burg. Über einen kurzen Wanderweg kann man die Burgruine, die ursprünglich aus dem 4. Jahrhundert vor Christus stammt, erreichen und von oben eine unglaubliche Aussicht genießen. Und als wäre das noch nicht genug, nur einen Steinwurf von der Ochsenbauchbucht entfernt, beginnt mit der Bucht von Navarino gleich der nächste Strandabschnitt, der zum Verweilen einlädt. Ich meine, was will man mehr als einen eigenen kleinen Privatstrand direkt vor der Tür? Die Mani ist der mittlere der 3 Finger im Süden der Peloponnes-Halbinsel. Quasi eine der Halbinseln von der Halbinsel. Sie gilt als eine der schönsten Regionen Südgriechenlands und ist fast noch so etwas wie ein Geheimtipp. Sie besticht vor allem durch ihre sattgrüne Hügellandschaft, ihre traumhaften Buchten und malerischen Fischerdörfer. Und die Mani hat dabei so viel zu bieten, dass sie gleich in 2 Teilen in unserer Highlight-Liste vorkommt. Wir beginnen unsere Tour ganz im Norden der Westküste. Kardamili ist ein gemütlicher Küstenort am Fuße der Ausläufer des Taygetusgebirges im Hinterland. Liebevoll restaurierte traditionelle Steinhäuser säumen die schmalen Gassen, der Strand lädt zum Baden ein und die umliegenden Berge bieten eine Vielzahl von Wandermöglichkeiten. Von hier folgen wir der Westküste in Richtung Süden und fahren dabei über weite Strecken am Wasser entlang. Zwischendurch macht die Straße aber auch immer mal wieder Abstecher in das bergige Landesinnere. An der Steilküste unterhalb von Chotasia legen wir dann einen längeren Stopp ein. Wir parken unseren Van am Rande des kleinen Fischereihafens und blicken auf das Meer hinaus. An der Küste entlang führt ein schier endlos langer Schotterweg, der zum kilometerlangen Spazierengehen einlädt. Natur, Natur und noch mehr Natur. Anzeichen von Zivilisation sind hier rar gesät. Dafür gibt es herrliche Sonnenuntergänge über dem Meer. Wie immer der große Vorteil einer Westküste gegenüber einer Ostküste. Die Küstenstraße auf dem weiteren Weg in Richtung Süden macht im Anschluss damit weiter, womit sie aufgehört hatte. Sie beschert uns herrliche Aussichten auf traumhafte Buchten und malerische Fischerdörfer. Hinter jeder Ecke staunen wir erneut und kommen nur langsam voran, da wir unseren Van immer wieder am Straßenrand parken,
aussteigen und Fotos machen. Das Wasser ist teilweise so türkisblau und klar, dass man denken könnte, in der Karibik zu sein. Und zu guter Letzt, zumindest für den ersten Teil der Mani, erkunden wir südlich von Metsapos auch noch eine schmale, steinige Landzunge, an dessen Ende eine Burgruine von der Natur zurückerobert wird. Was wäre ein Besuch Griechenlands, ohne einige der historischen Stätten aus der Antike zu erkunden, die es hier in einer großen Vielzahl zu bestaunen gibt? Und auch wenn die wahrscheinlich bekannteste von ihnen, die Akropolis, in Athen liegt, ist vor allem auch die Peloponnes-Halbinsel mit einigen Hochgerätern besetzt. Das Amphitheater von Epidauros zum Beispiel. Das heutige UNESCO-Weltkulturerbe stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, bietet 14.000 Menschen Platz und ist unglaublich gut erhalten. Auch heute verfügt es noch über eine herausragende Akustik. Wenn man in der Mitte der Bühne eine Münze fallen lässt oder ein Blatt Papier zerreißt, kann man das ohne Verstärkung auch in der letzten Sitzreihe noch hören. Ein weiteres Highlight ist sicher auch Olympia. Gegründet als Heiligtum des Zeus und bewohnt seit dem 4. Jahrtausend vor Christus, ist die Stätte heute vor allem als Austragungsort der Olympischen Spiele der Antike bekannt. Als wir hier waren, konnten wir die Ausgrabungsstätten allerdings leider nur von außen durch den Zaun begutachten, da sich Griechenland zu der Zeit im Corona-Lockdown befand. Frei zugänglich und noch dazu kostenlos waren aber die Ruinen von Sparta, Hauptstadt der einst stärksten Militärmacht im antiken Griechenland. Die Ausgrabungsstätten sind, für sich genommen, gar nicht so spektakulär wie vielleicht andere im Land, aber ein Besuch lohnt sich unserer Meinung nach dennoch allemal. Allein schon für die tolle Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel der nahen Taygetos-Bergkette im Süden. Nur wenige Kilometer von Sparta entfernt und damit ein weiterer Grund, hierher zu kommen, ist Mystras. Die kulturelle Hochburg vom 13. bis 18. Jahrhundert wurde im griechischen Unabhängigkeitskrieg leider beinahe vollständig zerstört. Aber die weitläufigen Ruinen, die als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet sind und auch einige gut erhaltene Bauwerke beinhalten, sind definitiv eine Reise wert. Wir könnten hier noch eine Weile weitermachen. Mykene, Namensgeber der mykenischen Kultur, der ersten Hochkultur auf dem europäischen Festland, ist für Freunde antiker Städten sicher ebenso spannend wie beispielsweise die Festungsanlage Akrokorinth, quasi die Akropolis des antiken Korinth, die auf dem knapp 600 Meter hohen Tafelberg vor den Toren Korinths thront. Fakt ist, an historisch relevanten Städten mangelt es der Peloponnes definitiv nicht. Nach all diesen Informationen jetzt erstmal eine kleine Abkühlung. Und bevor wir euch gleich noch ein paar traumhafte Strände vorstellen, wollen wir euch erst noch einen Wasserfall empfehlen. Da, wo sich an der Westküste der Peloponnes die Berge langsam senken und ins Meer übergehen, gibt es einen kleinen Wasserfall, der wie aus dem Paradies entnommen scheint. Um ihn zu erreichen, muss man sich über ein paar kurvige Bergstraßen schlängeln, einer kurzen Schotterpiste folgend in eine Schlucht hinabfahren und dann knapp 20 Minuten laufen. Aber dann wird man mit diesem traumhaften Anblick belohnt. Geschätzte 10 bis 12 Meter stürzt das Wasser des Niederflusses hier in die Tiefe, sammelt sich in einem Pool, der beim einfallenden Sonnenschein zum Baden einlädt und fließt dann über einige Kaskaden weiter den Fluss hinab. Weiter unten, aus der Richtung, aus der man gekommen ist, gibt es einen zweiten, kleineren Wasserfall, dessen Pool von einer Holzbrücke überspannt ist. Auch der ist schön, aber lauft auf jeden Fall noch 3 Minuten weiter, um zum großen Neda-Wasserfall zu gelangen.
Im äußersten Südosten der Peloponnes, auf dem sogenannten dritten Finger, gibt es einen Naturpark, der seinesgleichen sucht. Der Geopark Agios Nikolaos besticht unserer Meinung nach vor allem durch 3 Dinge: eine superschöne Landschaft, einen Wanderweg an der Küste entlang und einen versteinerten Wald. Dass die Landschaft abwechslungsreich und schön ist, stellen wir schon fest, als wir uns auf der breiten und gut zu befahrenen Schotterpiste dem Parkeingang nähern. Zuerst fahren wir durch eine schroffe Felslandschaft, die scheinbar vulkanischen Ursprungs ist. Kurz bevor wir zum vermeintlichen Ende der Straße kommen, weichen die Felsen am Wegesrand und stattdessen übernimmt ein gelbbraun-grünliches Meer aus Gräsern, Sträuchern und Blumen. Das richtige Meer, das kurz dahinter beginnt, besticht durch klares, türkisblau schimmerndes Wasser. Verstreut auf dem weiten Gelände, das sich schräg vor uns langsam den Hang einer kleinen Bergkette hinaufzieht, stehen nur sehr vereinzelt ein paar kleine Hütten. Abgesehen davon Natur, soweit das Auge reicht. Ein Wanderweg führt vom kleinen Parkinformationszentrum für rund 6 Kilometer die Küste entlang. Die erste Hälfte verläuft über eine Schotterpiste, danach geht es auf einem schmalen Pfad weiter, bis man schließlich zu 2 kleinen Kirchen kommt. So weit laufen wir nicht, denn der Wind pfeift uns um die Ohren und wir wollen uns noch den versteinerten Wald anschauen. Dabei handelt es sich vielmehr um versteinerte Baumstümpfe statt um vollständig versteinerte Bäume. Und die liegen teilweise sogar unter Wasser, denn der Versteinerungsprozess der Bäume verlief scheinbar weitestgehend unter dem Meeresspiegel, als dieser vor Abertausenden von Jahren noch sehr viel höher war. Heutzutage liegen viele der versteinerten Baumstümpfe zusammen mit Muscheln und anderen versteinerten Fossilien frei. Tatsächlich ein ganz interessanter Anblick. Und scheinbar in dieser Form einmalig in Europa. Das hier ist nicht Monem Vasia. Das ist Monem Vasia. Aber wir dachten, wir zeigen euch erst noch den Stellplatz, auf dem wir übernachtet haben, bevor wir uns dann am nächsten Tag die bemerkenswerte Kleinstadt Monem Vasia angeschaut haben. Der Stellplatz und das 20 Minuten entfernte Monem Vasia haben eine entscheidende Sache gemeinsam. Sie sind beide fast vollständig von Wasser umgeben und haben nur eine einzige schmale Verbindung zum Land. Monem Vasia trägt diese Eigenschaft sogar im Namen, denn übersetzt heißt es so viel wie einziger Zugang. Die griechische Kleinstadt liegt nämlich strategisch günstig am Hang eines großen Felsens vor der Küste Lakoniens und ist nur durch eine schmale Landzunge mit dem Festland verbunden. Das brachte ihr im Byzantinischen Reich den Status eines bedeutenden Stützpunktes ein. Die Siedlung besteht aus 2 Teilen. Einerseits aus einer als Festung errichteten mittelalterlichen Unterstadt am Abhang des Felsens und andererseits aus einer Zitadelle auf der Höhe des Felsens, die nur über einen einzigen, vielfach gewundenen und damals gut geschützten Aufgang erreicht werden kann. Der gesamte Ort kann heutzutage besichtigt werden. Viele Gebäude im unteren Teil des Dorfes sind inzwischen restauriert worden und beheimaten Hotels, Galerien, Restaurants und Wochenendresidenzen wohlhabender Griechen. Der obere Teil der Festung liegt weitestgehend in Ruinen, ist aber nicht weniger interessant zu besichtigen und bietet zudem einen hervorragenden Ausblick. Eintritt kostet der Besuch übrigens nicht, was uns positiv überrascht, denn wir finden, das wäre durchaus gerechtfertigt. Allein schon für die vielen Hinweisschilder, die hier an vielen Orten detailliert erklären, was man vor sich hat. Von uns gibt's eine absolute Besuchsempfehlung.
Doch jetzt erstmal genug mit Kultur. Kommen wir alle nicht auch deswegen nach Griechenland, um hier bei angenehmen Temperaturen die tollen Strände zu genießen? Wir in jedem Fall. Und die schönsten Strände haben wir unserer Meinung nach vor allem an der Westküste gefunden. Kilometerlange Sandstrände, soweit das Auge reicht. Häufig sogar über weite Strecken unbebaut und ohne jegliches Anzeichen von Zivilisation. Einige Strände an der Westküste können wir euch ganz besonders ans Herz legen. Beginnen wir ganz im Norden mit dem Kounu-Pelaki-Strand. Der ist wenig bekannt, nicht ganz einfach zu erreichen und auch wir haben ihn nur recht zufällig entdeckt, konnten uns dann aber eine ganze Weile nicht mehr von ihm losreißen. Ein langer, abgelegener Sandstrand, am nördlichen Ende begrenzt durch felsige, grün bewachsene Hügel, lange Strandspaziergänge und Sonnenuntergänge über dem Meer. Auf der anderen Seite am Horizont die schneebedeckten Gipfel der Berge im Hinterland, ein angrenzendes Naturschutzgebiet und fotogene Kapellen, die eingebettet in diese traumhafte Landschaft ihresgleichen suchen. Ein traumhafter Ort. Solltet ihr mit dem Camper hierher kommen, ist uns eine Sache ganz wichtig. Und die gilt natürlich auch für alle anderen hier genannten Orte. Bitte hinterlasst keinen Müll, sondern sammelt ihn auf und hinterlasst jeden Stellplatz, wenn überhaupt, sauberer, als ihr ihn vorgefunden habt. Ein paar Kilometer weiter südlich und sehr viel bekannter ist der Kyllini Beach. Hier reihen sich Robinson Club, 5-Sterne-Hotel und Aquapark aneinander. Aber der weite Sandstrand am westlichsten Zipfel der Peloponnes ist kilometerlang und so findet man hier auch heute noch Abschnitte, die weitestgehend unbebaut sind und wo man dem Trubel entfliehen kann. Zumindest außerhalb der Hauptsaison. Knapp 80 Kilometer weiter südlich finden wir einen weiteren Traumstrand, beziehungsweise eine ganze Aneinanderkettung von schönen Stränden, die hier südlich von Pyrgos für Dutzende Kilometer die Westküste säumen. Vor uns das Meer, hinter uns die Berge, unter uns der goldene Sand und über uns der blaue Himmel. Die Palmen im Hintergrund runden das Bild ab. Traumhaft. Und auch hier könnten wir noch eine Weile weitermachen. Die kleine Ochsenbauchbucht, etwas nördlicher von der richtigen Ochsenbauchbucht, bietet sich unserer Meinung nach ebenso für einen kurzen Stopp an, wie der Küstenabschnitt rund um den Romanos Beach ein paar Kilometer weiter südlich. Was wir damit sagen wollen: An der Westküste der Peloponnes gibt es ein paar richtig schöne Strände. Plant also ausreichend Zeit ein, um zumindest den ein oder anderen davon zu besuchen. Aber nicht nur an den Küsten, sondern auch im Landesinneren gibt es eine Menge zu erkunden. Die Peloponnes ist von 2 Gebirgsketten durchzogen, deren höchster Gipfel bis auf 2407 Meter hinausragt. Hoch genug, um hier im Winter an mehreren Orten Ski zu fahren. Damit hatten wir gar nicht gerechnet hier im äußersten Süden Europas. Und tolle Bergstraßen gibt es gratis mit dazu. Vor allem 2 Routen haben uns extrem gut gefallen. Einerseits die Strecke von Kalamata hinauf nach Sparta und Mistras. Hier sind wir über zahllose Serpentinen die Berge hinaufgefahren und haben in den Stein geschlagene Tunnel durchfahren und einige tolle Schluchten durchquert. Andererseits die Strecke von Kosmas zurück an die Küste bei Leonidi. Diese Straße hat uns unter anderem am Ilona-Kloster vorbeigeführt, das hier im 14. Jahrhundert höchst sehenswert an einer steilen Felswand erbaut wurde. Das Kloster konnten wir wegen Corona leider nicht von innen besuchen, aber für solche Fälle haben wir zum Glück unsere Drohne dabei. Aber auch abgesehen von diesen Strecken möchten wir euch dazu motivieren, einen gelegentlichen Schlenker in die Berge nicht zu scheuen. Die Distanzen auf der Peloponnes sind selten groß, sodass man hier und da gut mal einen kleinen Abstecher einlegen kann, ohne viel Zeit zu verlieren. Und dabei ist fast garantiert, dass hinter der ein oder anderen Ecke die nächste imposante Aussicht auf euch wartet. Sei es bei den fotogenen Klöstern von Megaspileon, den schluchtartigen Tälern im Norden oder entlang der Steilküste im Südosten.
Der rund 500 Meter breite, knapp 70 Kilometer südöstlich von Nafplio gelegene Saladi-Strand ist ein nicht nur bei Wohnmobilisten sehr beliebtes Ziel. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist der Strandabschnitt dort weitestgehend verlassen und in der Umgebung stehen nur wenige Häuser. Andererseits erstreckt sich hier direkt hinter dem Strand eine große Fläche, auf der sich viele mögliche Stellplätze bieten, sowohl in der Sonne als auch im Schatten unter Bäumen. Zu guter Letzt befinden sich in der direkten Umgebung auch noch zwei besondere Ausflugsziele: ein verlassenes Hotel und eine sehenswerte Höhle. Das Hotel Saladi Beach soll bis in die 80er Jahre sehr erfolgreich und prachtvoll gewesen sein. Vor allem unter Anhängern der Freikörperkultur war es bekannt. Doch seit die griechisch-orthodoxe Kirche gegen diese vermeintliche Sittenwidrigkeit vorgegangen ist, ist davon nicht mehr viel zu sehen. Das Hotel liegt brach, die Einrichtung wurde geplündert oder zerstört und die Natur erobert die betonierten Flächen langsam zurück. Von der Minigolfanlage über den wohl mal sehr attraktiven Pool bis hin zum Hotel selbst. Ein wirklich spannend zu besichtigender Lost Place, auch wenn der Zahn der Zeit inzwischen merklich an der Bausubstanz nagt. Ein paar hundert Meter weiter südlich liegt ums Eck eine kleine felsige Landzunge, auf der wir ein paar herrliche Tage mit Sonne, Eis, Erdbeeren und Lagerfeuer verbracht haben. Wieder einmal eine wirklich schöne Ecke Griechenlands. Das scheint auch die niederländische Königsfamilie so zu sehen, die nur ein paar Kilometer weiter östlich ein Ferienhaus haben soll. Vom Stellplatz aus kann man dann auch bereits den Eingang der Franchti-Höhle erahnen, die auf der anderen Seite des Strandes liegt. Die Höhle soll schon so lange bewohnt sein, dass es andere historische Stätten wie Olympia oder Sparta mit Leichtigkeit in den Schatten stellt. Ausgrabungen sollen ergeben haben, dass die Höhle bereits vor über 40.000 Jahren bewohnt wurde. In unterschiedlichen Erdschichten, die mehrere Meter in die Tiefe ragen, wurden Werkzeuge gefunden, die den Wandel vom Jäger zum Fischer bis hin zum Sammler mit domestizierten Tieren abbilden. Sehr beeindruckend. Und nun zum Abschluss nochmal ein Blick auf die wunderschöne Mani-Halbinsel. Dieses Mal wollen wir euch den Süden und Osten zeigen. Wir beginnen den kleinen Ausflug in einem Dorf, das weitestgehend verwaist ist. Warum ist es verwaist? Das wissen wir ehrlicherweise nicht genau. Es heißt, dass das Leben hier im tiefen Süden der abgelegenen Halbinsel zu anstrengend geworden sein soll. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das Dorf Vatia laut Wikipedia noch rund 400 EinwohnerInnen. Heutzutage stehen die meisten der für die Mani so charakteristischen hohen Wohntürme hier leer. Einige wenige wurden zu kleinen Hotels und Pensionen umgewandelt. Andere werden zurzeit restauriert, aber der Großteil des Dorfes steht leer. Trotzdem ist Vatia eine der bekanntesten touristischen Anlaufpunkte der gesamten Halbinsel. Und das können wir nachvollziehen, denn das komplett unter Denkmalschutz stehende Dorf liegt mit seinen fotogenen Bauten ansehnlich an der Spitze eines Felsvorsprungs mit herrlichem Blick auf die vielen tiefblau schimmernden Buchten im Hintergrund. Ein wirklich schöner Anblick. Ein paar Kilometer weiter südlich an der Spitze der Mani liegt der zweitsüdlichste Punkt Festland-Europas. Nur noch Tarifa in Spanien und natürlich einige Inseln liegen noch weiter im Süden. Und auch wem diese kleine geografische Besonderheit egal ist, empfehlen wir unbedingt einen Besuch. Allein schon wegen der faszinierenden Küstenstraße auf dem Weg dorthin. Die allein macht einen Besuch lohnenswert. Wer Lust hat, kann die letzten Kilometer bis zum tatsächlichen Ende der Mani laufen. Der Weg zum sogenannten Cap Tenaro führt vorbei an zwei malerischen Buchten, dann durch eine grüne Hügellandschaft und an dessen Kammlinie bis zu einem Leuchtturm, den wir nach etwa 35 Minuten erreichen. Hier ist er also, der zweitsüdlichste Punkt Festland-Europas. In der Antike, als man hier noch nichts von der Existenz Spaniens oder gar Afrikas wusste, vermuteten die alten Griechen an dieser Stelle zudem das Tor des Hades, den Übergang zur Unterwelt. Dahin wollen wir so schnell nicht verschwinden, sondern fahren weiter auf der Mani. Von hier nun immer an der Ostküste entlang zurück in Richtung Norden. Wir fahren immer möglichst nah am Wasser entlang, steuern einige kleine Buchten an, durchfahren kleine Dörfer, lassen zwischendurch immer mal wieder unsere Drohne steigen
und genießen dabei die schöne Landschaft. Vor allem ist uns dabei der Ort Kotronas in Erinnerung geblieben, da dort eine der Küste vorgelagerte Insel durch einen schmalen Strand mit dem Festland verbunden ist und so eine äußerst fotogene Doppelbucht entstehen lässt. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Stop auf der Mani. Gut 5 Kilometer nördlich von Gitio, da wo die Mani schon langsam wieder ins Festland übergeht, liegt seit 40 Jahren ein Schiffswrack am Strand. Das 67 Meter lange Frachtschiff Dimitrios lag im Hafen von Gitio, als es sich im Jahr 1981 bei einem Sturm losriss und wenige Kilometer weiter nördlich strandete. Seitdem liegt es hier und rostet vor sich hin. Warum sich in den vergangenen 40 Jahren niemand darum gekümmert hat, ist uns ein Rätsel. Ein spannendes Fotomotiv ist es aber in jedem Fall. Das waren sie also nun, unsere 10 Highlights auf der Peloponnes in Griechenland. Ein ganz cooles Reiseziel, oder? Was meint ihr? Welcher Ort hätte eurer Meinung nach noch auf jeden Fall mit auf die Bestenliste gehört? Hätten wir uns zum Beispiel Nafplio auch aus der Nähe anschauen sollen oder hätte es Korinth, Namensgeber für den berühmten Kanal von Korinth, mit auf die Liste geschafft, wenn wir uns zum Beispiel auch die Innenstadt angeschaut hätten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns sehr über eure Tipps und Empfehlungen und lassen uns davon gerne inspirieren für unseren nächsten Trip in diesen wundervollen Teil Europas. Und wenn wir euch durch unser Video vielleicht ein bisschen inspiriert und auch motiviert haben, nach Griechenland auf die Peloponnes aufzubrechen, dann wünschen wir euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Wir sind sicher, ihr werdet eine ganz tolle Zeit haben. Damit kommen wir zum Ende von diesem Video. Wie immer gilt, es freut uns sehr, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne unseren Kanal. Hier geht es in der nächsten Woche weiter mit unserem Trip durch die Normandie und wir haben schon wieder einige Sachen erlebt. Das heißt, einschalten lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.